Lektion 1: Kulinarische Köstlichkeiten. Hey Anna, hast du schon einmal cremige Desserts probiert? Sie sind absolut köstlich. Hallo John. Oh ja, ich liebe cremige Leckereien. Sie sind so genussvoll und befriedigend. Unbedingt. Die glatte Textur und die reichen Aromen haben etwas an sich, das sie unwiderstehlich macht. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Hast du irgendwelche cremigen Lieblingsdesserts? Nun, ich bin ein großer Fan von Käsekuchen. Die Kombination aus cremigem Käse und einer Butterkruste ist himmlisch. Oh, das klingt unglaublich. Ich mag auch Panna Cotta. Es ist ein cremiges italienisches Dessert mit einem leichten Wackelgefühl. Panna Cotta ist fantastisch. Es ist ein so vielseitiges Dessert, dass Sie es mit verschiedenen Früchten oder Saucen kombinieren können. Genau. Es ist einfach und doch elegant. Übrigens, haben Sie schon einmal Crème Brûlée probiert? Oh, ja. Crème Brûlée ist ein klassisches französisches Dessert. Die kontrastierenden Texturen des cremigen Puddings und des karamellisierten Zuckers darüber sind göttlich. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist, als würde man in einen süßen, cremigen Schatz knacken. Unbedingt. Cremige Desserts sind ein wahrer Genuss für die Geschmacksknospen. Sie eignen sich perfekt für besondere Anlässe oder einfach als süße Leckerei. Ich stimme voll und ganz zu. Sie bringen so viel Freude und Befriedigung. Ich kann ihrem cremigen Reiz nicht widerstehen. Das ist das Schöne an cremigen Desserts. Sie sorgen dafür, dass sich jeder Tag besonders anfühlt. Definitiv. Ich denke, wir sollten irgendwann versuchen, zusammen ein paar cremige Desserts zuzubereiten. Das ist eine fantastische Idee. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt des cremigen Genusses erkunden. Ich kann es kaum erwarten. Es wird ein köstliches Abenteuer. In der Tat. Machen Sie sich bereit für eine Reise voller cremiger und herrlicher Erlebnisse. Lektion 2: Schnäppchen einkaufen. Hey Anna, weißt du, wo ich günstige und stylische Klamotten finde? Hallo John. Absolut. Wenn Sie nach budgetfreundlichen Optionen suchen, können Sie im örtlichen Kaufhaus vorbeischauen. Sie haben eine gute Auswahl. Das ist toll zu hören. Ich habe versucht, Kleidung zu finden, die zu meinem Budget passt, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen. Das verstehe ich vollkommen. Es ist wichtig, das richtige Gleichgewicht zwischen Erschwinglichkeit und Mode zu finden. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass gutes Aussehen nicht das Budget sprengen muss. Unbedingt. Mit etwas sorgfältiger Suche können Sie versteckte Juwelen zu erschwinglichen Preisen entdecken. Das klingt vielversprechend. Gibt es bestimmte Bereiche oder Marken, die ich im Auge behalten sollte? Nun, das Kaufhaus hat normalerweise einen Ausverkaufsbereich, in dem Sie reduzierte Artikel finden können. Es lohnt sich, es zu erkunden. Das ist ein guter Tipp. Ich werde auf jeden Fall im Ausverkaufsbereich nach einigen tollen Angeboten suchen. Darüber hinaus haben Sie oft Ihre eigenen Handelsmarken, die trendige Kleidung zu niedrigeren Preisen anbieten. Das ist fantastisch. Ich werde auf jeden Fall nach diesen Handelsmarken Ausschau halten. Es ist eine clevere Art, Geld zu sparen. Absolut, und vergessen Sie nicht,
nach saisonalen Verkäufen und Werbeaktionen Ausschau zu halten. Sie können Ihnen helfen, noch bessere Schnäppchen zu machen. Das ist wahr. Timing ist alles, wenn es darum geht, nach den besten Angeboten zu suchen. Genau. Und wenn Sie dafür offen sind, können Sie auch Second-Hand-Läden oder Online-Marktplätze für gebrauchte Kleidung erkunden. Das ist ein toller Vorschlag. Es ist nicht nur budgetfreundlich, sondern auch eine nachhaltige Art einzukaufen. Ich freue mich, dass du das denkst. Es ist wichtig, die Auswirkungen unserer Entscheidungen auf die Umwelt zu berücksichtigen. Absolut. Vielen Dank für all diese wertvollen Einkaufstipps. Ich fühle mich jetzt sicherer, erschwingliche und dennoch stilvolle Kleidung zu finden. Lektion 3: Abenteuer im Freien. Hey Anna, ich plane dieses Wochenende eine Wanderung. Denken wir daran, nach unseren Outdoor-Aktivitäten keine Spuren zu hinterlassen und aufzuräumen. Hallo John. Das ist eine großartige Idee. Es ist wichtig, die Natur zu respektieren und ihre Schönheit zu bewahren. Absolut. Wenn wir uns in die Wildnis wagen, sollten wir sicherstellen, dass unsere Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich gehalten werden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, die Prinzipien von keine Spuren hinterlassen zu praktizieren. Genau. Es bedeutet, die Natur so zu verlassen, wie wir sie vorgefunden haben, ohne Spuren unserer Präsenz zu hinterlassen. Dazu gehört auch, dass wir jeglichen Müll, den wir erzeugen, wegpacken, auch wenn es nur ein kleines Stück Müll ist. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, unseren Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen und ihn nicht zurückzulassen. Darüber hinaus sollten wir vermeiden, Pflanzen, Bäume oder andere natürliche Merkmale beim Wandern zu beschädigen. Absolut. Wir sollten auf ausgewiesenen Wegen bleiben, um die fragilen Ökosysteme um uns herum zu schützen. Und vergessen wir nicht, auf die Tierwelt zu achten. Wir sollten sie aus der Ferne beobachten und vermeiden, ihre Lebensräume zu stören. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Respekt vor der Tierwelt gewährleistet ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden. Es geht darum, verantwortungsbewusste Outdoor-Enthusiasten zu sein und einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu hinterlassen. Exakt. Wenn wir diese Schritte unternehmen, können wir unsere Outdoor-Abenteuer genießen und gleichzeitig die Natur für zukünftige Generationen bewahren. Ich freue mich, dass wir die gleiche Denkweise teilen. Es ist wichtig, die Schönheit der Natur zu schätzen und zu schützen. Absolut. Unsere Aktionen können einen Unterschied machen, egal wie klein sie auch erscheinen mögen. Das ist wahr. Lassen Sie uns andere dazu inspirieren, diesen Prinzipien zu folgen und sich für die Umwelt einzusetzen. Ich stimme voll und ganz zu. Gemeinsam können wir eine Kultur des Umweltbewusstseins schaffen. Also, lasst uns ausrüsten, unsere Wanderung genießen und sicherstellen, dass wir keine Spuren hinterlassen. Das ist der Geist. Lassen Sie uns unser Outdoor-Abenteuer beginnen und anderen ein Beispiel geben. Lektion 4: Tipps zum Reisepacken. Hey Anna, ich plane nächste Woche eine Reise. Kannst du mir ein paar Tipps zum Packen geben? Hallo John. Absolut. Erstellen Sie zunächst eine Checkliste mit wichtigen Gegenständen wie Kleidung, Toilettenartikeln und Reisedokumenten. Das ist eine gute Idee. Eine Checkliste stellt sicher, dass ich nichts Wichtiges vergesse.
Auf jeden Fall. Es hilft, organisiert zu bleiben und verhindert Panik in letzter Minute. Was sind einige wichtige Kleidungsstücke, die ich einpacken sollte? Nun, denken Sie an das Wetter und die Aktivitäten an Ihrem Reiseziel. Packen Sie vielseitige Teile ein, die gemischt und kombiniert werden können. Das macht Sinn. Ich werde sicherstellen, dass ich Schichten und Kleidung einpacke, die für verschiedene Anlässe geeignet sind. Großartig! Und vergessen Sie nicht, bequeme Wanderschuhe und spezielle Artikel wie Badebekleidung oder Wanderausrüstung mitzunehmen. Richtig, geeignetes Schuhwerk ist entscheidend, und ich packe entsprechend meinen geplanten Aktivitäten ein. Lassen Sie uns jetzt über Toilettenartikel sprechen. Denken Sie daran, Behälter in Reisegröße einzupacken und sie in einer wasserdichten Tasche zu verstauen. Guter Punkt. Ich fülle meine Toilettenartikel in kleinere Flaschen um und bewahre sie getrennt auf, um ein Auslaufen zu vermeiden. Berücksichtigen Sie außerdem alle Medikamente, die Sie möglicherweise benötigen, und verpacken Sie sie in Ihren Originalbehältern mit den richtigen Etiketten. Absolut. Ich werde sicherstellen, dass die notwendigen Medikamente mitgeliefert werden und sie leicht zugänglich sind. Gehen Sie zu den Reisedokumenten über und lassen Sie sich Kopien Ihres Reisepasses, Ihres Ausweises und aller von Ihnen getätigten Reservierungen zukommen. Das ist wichtig. Ich mache Fotokopien und speichere sie getrennt von den Originalen zur Sicherung. Kluger Schachzug. Es ist immer besser, auf unvorhergesehene Umstände vorbereitet zu sein. In der Tat. Gibt es noch etwas, das ich beim Packen beachten sollte? Nun, denken Sie an alle elektronischen Geräte oder Geräte, die Sie benötigen, sowie deren Ladegeräte und Adapter, wenn Sie international reisen. Richtig, ich kann mein Handy, meine Kamera und die jeweiligen Ladegeräte nicht vergessen. Adapter sind für internationale Reisen unerlässlich. Exakt. Und zum Schluss packen Sie ein kleines Erste-Hilfe-Set mit grundlegenden Utensilien wie Pflastern, Schmerzmitteln und allen notwendigen Medikamenten ein. Das ist eine gute Erinnerung. Ich werde sicherstellen, dass ein kompaktes Erste-Hilfe-Set für kleinere Notfälle dabei ist. Perfekt. Mit diesen Tipps im Hinterkopf sind Sie gut auf Ihre Reise vorbereitet und haben alles, was Sie brauchen. Ich danke dir. Ihr Rat war unglaublich hilfreich. Ich fühle mich jetzt sicherer beim Packen. Lektion 5: Historische Anekdoten. Hey Anna, wusstest du, dass vor ein paar Jahrzehnten $100 als riesige Geldsumme galten? Hallo John. Ja, davon habe ich gehört. Es ist faszinierend, wie sich der Wert einer Währung im Laufe der Zeit ändern kann. Absolut. Damals mussten die Leute sparsamer und vorsichtiger mit ihren Ausgaben umgehen. Es muss ganz anders gewesen sein als in der heutigen Welt, in der wir Zugang zu verschiedenen Formen digitaler Transaktionen haben. Das ist wahr. Die Technologie hat Finanztransaktionen viel bequemer und zugänglicher gemacht. Apropos Vergangenheit. Ich habe kürzlich über einen berühmten Erfinder namens Thomas Edison und seine Frau Mina Miller gelesen. Oh, wirklich? Was war interessant an ihnen? Nun, obwohl Thomas und Mina über ein beträchtliches Vermögen verfügten, bevorzugten sie einen bescheidenen Lebensstil. Sie haben ihren Reichtum nicht zur Schau gestellt. Das ist bewundernswert. Es ist erfrischend, von wohlhabenden Menschen zu hören,
die Wert auf Einfachheit legen. Ja, und trotz ihres bescheidenen Lebens genossen Thomas und Nina es, Gäste bei sich zu Hause zu unterhalten. Das ist faszinierend. Wie haben Sie das geschafft, ohne zu viel auszugeben? Sie haben eine kreative Lösung gefunden. Anstatt teure Mahlzeiten zu servieren, servierten sie preiswertes Essen wie Popcorn. Popcorn? Das ist ziemlich ungewöhnlich. Das hätte ich nicht erwartet. Ja, es war eine einzigartige Wahl, aber sie ermöglichte es ihnen, Versammlungen auszurichten, ohne ihre Finanzen zu belasten. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man im Rahmen seiner Möglichkeiten innovative Unterhaltungsmöglichkeiten findet. Auf jeden Fall. Es zeigt, dass Gastfreundschaft nicht immer extravagant sein muss, um angenehm zu sein. Ich stimme zu. Es geht mehr um die Herzlichkeit und Gesellschaft als um die Verschwenderei der Veranstaltung. Genau. Die Schaffung einer einladenden Atmosphäre kann mit einfachen Gesten und echten Verbindungen erreicht werden. Das ist eine wertvolle Lektion. Es geht nicht um die Höhe des ausgegebenen Geldes, sondern um die Qualität der Erfahrung. Absolut. Es ist eine Erinnerung daran, dass unvergessliche Momente von den Menschen und den Verbindungen kommen, die wir knüpfen. Gut gesagt. Danke, dass du diese interessante Anekdote geteilt hast. Es ist eine großartige Erinnerung daran, was wirklich wichtig ist. Lektion 6: Strategien zur Jobsuche. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit nach neuen Jobmöglichkeiten gesucht. Irgendwelche Ratschläge, wo ich anfangen soll? Hallo John. Absolut. Ich schlage vor, Online-Jobbörsen zu besuchen. Sie sind eine großartige Quelle für die Suche nach Stellenangeboten. Das ist eine gute Idee. Online-Plattformen bieten eine bequeme Möglichkeit, verschiedene Stellenangebote zu durchsuchen. Auf jeden Fall. Sie können Ihre Suche anhand von Standort, Branche und bestimmten Berufsbezeichnungen eingrenzen. Das ist hilfreich. Es spart mir Zeit, da ich mich auf die Positionen konzentrieren kann, die meinen Interessen und Qualifikationen entsprechen. Exakt. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie in vielen Jobbörsen ein Profil erstellen und Ihren Lebenslauf hochladen können, damit Arbeitgeber ihn sehen können. Das ist praktisch. Es ist wichtig, einen gut ausgearbeiteten Lebenslauf zu haben, der meine Fähigkeiten und Erfahrungen hervorhebt. Absolut. Stellen Sie sicher, dass Ihr Lebenslauf auf jede Bewerbung zugeschnitten ist, um Ihre Chancen zu erhöhen, wahrgenommen zu werden. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist wichtig zu zeigen, wie meine Fähigkeiten den Anforderungen der einzelnen Jobs entsprechen. Darüber hinaus bieten einige Jobbörsen Funktionen wie E-Mail-Benachrichtigungen, sodass Sie über neue Stellenausschreibungen auf dem Laufenden bleiben können. Das ist praktisch. Ich möchte keine potenziellen Gelegenheiten verpassen. Eine andere Strategie besteht darin, sich online zu vernetzen. Schließen Sie sich Berufsgruppen an und engagieren Sie sich in branchenspezifischen Gemeinschaften. Das ist ein toller Vorschlag. Der Aufbau von Verbindungen und die Suche nach Empfehlungen können meine Jobsuche erheblich verbessern. Auf jeden Fall. Viele Stellenangebote werden durch persönliche Kontakte und Empfehlungen besetzt. Ich werde anfangen, mein Netzwerk zu kontaktieren und Online-Communities zu erkunden, die mit meinem Fachgebiet zu tun haben. Großartig. Und vergessen Sie nicht,
Bewerbungen oder Interviews mit einer höflichen und professionellen Dankesmail zu beantworten. Absolut. Es ist wichtig, Dankbarkeit auszudrücken und Ihr Interesse an der Position zu bekräftigen. Bleiben Sie zu guter Letzt hartnäckig und positiv. Die Jobsuche kann eine Herausforderung sein, aber die richtige Gelegenheit wird sich ergeben. Ich gebe nicht auf. Ich werde motiviert bleiben und meine Strategien zur Jobsuche weiter verfeinern. Das ist der Geist. Mit Entschlossenheit und dem richtigen Ansatz finden Sie die perfekte Stellenausschreibung. Ich danke dir. Ihr Rat war von unschätzbarem Wert. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster bei meiner Jobsuche. Lektion 7: Gartenarbeit und gesunde Ernährung. Hey Anna, ich habe einen kleinen Garten, in dem ich Tomaten, Karotten und Spinat anbaue. Das sind einige gesunde Optionen. Hallo John. Das ist wunderbar. Der Anbau von eigenem Gemüse ist eine großartige Möglichkeit, frische und nahrhafte Lebensmittel in Ihre Ernährung aufzunehmen. Absolut. Es ist lohnend, die Früchte oder besser gesagt das Gemüse meiner Arbeit zu sehen und genau zu wissen, woher mein Essen kommt. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Produkte aus eigenem Anbau sind im Vergleich zu im Laden gekauften Produkten tendenziell reicher an Geschmack und Nährstoffen. Das ist wahr. Außerdem ist Gartenarbeit eine fantastische Möglichkeit, aktiv zu bleiben und Zeit im Freien zu verbringen. Auf jeden Fall. Es ist ein lustiges und produktives Hobby, das sowohl körperliches als auch geistiges Wohlbefinden bietet. Apropos Gärtnern, haben Sie Tipps für die Pflege eines blühenden Gemüsegartens? Natürlich. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Ihre Pflanzen mit ausreichend Sonnenlicht versorgen. Die meisten Gemüsesorten gedeihen bei voller Sonne. Das ist gut zu wissen. Ich werde meinen Garten an einem Ort aufstellen, der den ganzen Tag über reichlich Sonnenlicht erhält. Darüber hinaus ist die richtige Bewässerung von entscheidender Bedeutung. Die meisten Gemüsesorten bevorzugen gleichbleibende Feuchtigkeit. Vermeiden Sie daher eine Überbewässerung oder ein vollständiges Das werde Austrocknen ich der im Erde. Hinterkopf behalten. Das richtige Gleichgewicht zu finden, ist für die Gesundheit der Pflanzen unerlässlich. Ein weiterer Tipp ist, regelmäßig Unkräuter und Schädlinge zu entfernen, die das Wachstum Ihres Gemüses behindern können. Ich werde wachsam bleiben und sicherstellen, dass meine Pflanzen nicht mit unerwünschten Eindringlingen um Nährstoffe konkurrieren. Großartig! Und vergessen Sie nicht, Ihren Garten regelmäßig zu düngen, um die notwendigen Nährstoffe für ein optimales Wachstum bereitzustellen. Ich werde mich mit organischen Düngemitteln befassen, um den natürlichen und gesunden Aspekt meines selbst angebauten Gemüses zu erhalten. Das ist eine hervorragende Wahl. Organische Düngemittel sind eine nachhaltigere Option für Ihren Garten und die Umwelt. Ich freue mich darauf, weiter im Garten zu arbeiten und die reiche Ernte an frischem Gemüse zu genießen. Es klingt, als ob du auf dem richtigen Weg bist. Ihr Engagement, Ihre eigenen Lebensmittel anzubauen, ist inspirierend. Ich danke dir. Ich schätze Ihre Unterstützung und Anleitung. Es war mir eine Freude, mit Ihnen über Gartenarbeit zu sprechen. Lektion 8: Humanitäre Hilfe und globale Krisen. Hallo Anna, hast du von Ärzte ohne Grenzen gehört? Sie leisten medizinische Hilfe in Gebieten, die von Erdbeben und Kriegen betroffen sind. Hallo John. Ja, ich kenne Ärzte ohne Grenzen.
Sie sind eine großartige Organisation, die erfahrenes medizinisches Personal entsendet, um Bedürftigen zu helfen. Absolut. Ihre selbstlose Arbeit bei der Gesundheitsversorgung gefährdeter Bevölkerungsgruppen in Krisenzeiten ist wirklich bemerkenswert. Es ist inspirierend zu sehen, wie diese Mediziner ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen freiwillig einsetzen, um das Leben der Menschen zu verbessern. Auf jeden Fall. Ihr Engagement und Ihr Mut angesichts von Widrigkeiten sind lobenswert. Einer der Gründe, warum Ärzte ohne Grenzen effektiv ist, dass ihre Teams aus erfahrenen medizinischen Mitarbeitern bestehen, die es gewohnt sind, in herausfordernden Umgebungen zu arbeiten. Das ist beeindruckend. Die Fähigkeit, sich unter schwierigen Umständen anzupassen und eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung bereitzustellen, ist in Krisensituationen von entscheidender Bedeutung. Absolut. Sie arbeiten oft in Gebieten mit begrenzten Ressourcen, in denen der Zugang zu medizinischer Versorgung stark beeinträchtigt ist. Ihre Anwesenheit bringt den Gemeinden, die von Naturkatastrophen oder Konflikten betroffen sind, Hoffnung und Erleichterung. Und sie bieten nicht nur sofortige medizinische Hilfe, sondern konzentrieren sich auch auf die Ausbildung des lokalen Gesundheitspersonals und den Aufbau nachhaltiger Gesundheitssysteme. Das ist fantastisch. Indem Sie die lokalen Gemeinschaften stärken, hinterlassen Sie eine nachhaltige Wirkung, auch wenn Sie an andere Orte gezogen sind. Exakt. Bei ihrem Ansatz geht es nicht nur um die Behandlung von Patienten, sondern auch um die Stärkung der gesamten Gesundheitsinfrastruktur. Es ist unglaublich zu sehen, wie sich Ihre Arbeit bei der Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung und der Rettung von Leben auswirkt. Und es sind nicht nur die Ärzte und Krankenschwestern, die dazu beitragen. Es gibt auch Hilfskräfte, Logistiker und Administratoren, die als Team zusammenarbeiten. Das ist wahr. Es bedarf gemeinsamer Anstrengungen, um den reibungslosen Ablauf Ihrer Missionen sicherzustellen. Absolut. Jede Rolle innerhalb der Organisation spielt eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung einer effektiven Gesundheitsversorgung in herausfordernden Umgebungen. Ich habe große Bewunderung für die Menschen, die ihre Zeit und ihr Können der Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen widmen. Sie sind wahre Helden, die das Leben unzähliger Menschen auf der ganzen Welt maßgeblich beeinflussen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ihre humanitäre Arbeit ist eine Inspiration für uns alle. Lektion 9: Etikette und Manieren im modernen Leben. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie das moderne Leben manchmal schlechte Manieren zu fördern scheint? Etikette wird jungen Leuten nicht mehr beigebracht. Hallo John. Ja, das habe ich auch beobachtet. Es ist bedauerlich, dass die Bedeutung von Manieren und Etikette in der heutigen Gesellschaft abzunehmen scheint. Absolut. Höfliches Verhalten und Rücksichtnahme auf andere sollten von allen geschätzt und praktiziert werden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Gute Manieren können einen erheblichen Unterschied in unseren Interaktionen und Beziehungen ausmachen. Es ist wichtig, jungen Menschen die richtige Etikette und die Bedeutung von respektvollem Verhalten beizubringen. Ja, die Vermittlung dieser Werte in jungen Jahren kann sich positiv auf ihr Privat- und Berufsleben auswirken. Exakt. Grundlegende Umgangsformen wie Bitte und Danke sagen oder jemandem die Tür vorhalten, tragen wesentlich zur Schaffung einer angenehmen Umgebung bei. Höflichkeit und Rücksichtnahme auf andere schaffen eine harmonischere und respektvollere Gesellschaft.
Und es geht nicht nur um Höflichkeit. Zur Etikette gehören auch soziale Fähigkeiten wie aktives Zuhören und das Führen bedeutungsvoller Gespräche. Aktives Zuhören und echtes Interesse an den Perspektiven anderer tragen dazu bei, stärkere Verbindungen und ein besseres Verständnis aufzubauen. Im heutigen digitalen Zeitalter ist es auch wichtig, digitale Etikette zu praktizieren, zum Beispiel auf unser Online-Verhalten zu achten und andere in den sozialen Medien mit Respekt zu behandeln. Absolut. Freundlichkeit und Empathie sollten sich auch auf unsere virtuellen Interaktionen erstrecken. Ein weiterer Aspekt der Etikette sind die richtigen Tischmanieren, die das kulinarische Erlebnis für alle angenehmer und komfortabler machen können. Ja, zu wissen, wie man Utensilien benutzt, mit geschlossenem Mund kaut und auf andere wartet, bevor man mit dem Essen beginnt, sind wichtige Aspekte der Essensetikette. Es ist wahr. Wenn wir auf unser Verhalten im öffentlichen Raum achten und Rücksicht auf andere nehmen, kann das Gesamterlebnis für alle verbessert werden. Und vergessen wir nicht, wie wichtig es ist, Dankbarkeit auszudrücken und Wertschätzung für die Freundlichkeit und Hilfe zu zeigen, die wir von anderen erhalten. Dankbarkeit trägt wesentlich dazu bei, positive Beziehungen zu pflegen und eine Kultur der Wertschätzung zu schaffen. Absolut. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, Danke zu sagen oder ein durchdachtes Dankschreiben zu schreiben, kann jemandem den Tag versüßen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es an uns liegt, gute Manieren in unseren täglichen Interaktionen aufrechtzuerhalten und zu fördern, auch wenn das moderne Leben manchmal die Bedeutung der Etikette übersieht. Lektion 10. Freundschaften aufbauen und Sprachen lernen. Hey Anna, ist dir schon einmal aufgefallen, wie freundlich und gastfreundlich uns helfen kann, neue Freunde zu finden? Ich habe kürzlich sogar ein paar neue Freunde gefunden. Das ist wunderbar. Hallo John. Absolut, offen und zugänglich zu sein, kann Möglichkeiten bieten, mit Menschen in Kontakt zu treten und bedeutungsvolle Freundschaften aufzubauen. Neue Freunde zu finden kann unser Leben bereichern und uns vielfältige Perspektiven und Erfahrungen bieten. Es ist wahr. Jede Freundschaft bringt etwas Einzigartiges und Wertvolles in unsere Reise. Und wenn es ums Sprachenlernen geht, kann es unglaublich hilfreich sein, Freunde zu haben, die die Sprache sprechen, die wir lernen. Das ist richtig. Die Interaktion mit Muttersprachlern ermöglicht es uns, unsere Sprachkenntnisse auf natürliche und authentische Weise zu üben und zu verbessern. Außerdem kann es unser Selbstvertrauen stärken, die Sprache zu sprechen, wenn wir Freunde haben, die geduldig und unterstützend sind. Absolut. Sie können Orientierung geben, unsere Fehler korrigieren und uns ermutigen, weiter zu lernen. Es ist faszinierend, wie Freundschaften Sprachbarrieren überwinden und starke Verbindungen schaffen können. In der Tat. Freundschaften, die auf gemeinsamen Interessen, Respekt und Verständnis beruhen, können kulturelle und sprachliche Unterschiede überbrücken. Und vergessen wir nicht die Freude, durch unsere Freunde neue Kulturen und Traditionen zu entdecken. Absolut. Kultureller Austausch ist ein wesentlicher Bestandteil, um Freundschaften aufzubauen und unseren Horizont zu erweitern. Haben Sie jemals eine Situation erlebt, in der es Ihnen geholfen hat, Freunde zu finden, um eine neue Sprache zu lernen? Ja, ich hatte die Gelegenheit, Freunde aus verschiedenen Ländern zu finden, und diese Freundschaften haben meine Sprachkenntnisse erheblich verbessert. Das ist wunderbar zu hören. Freundschaften können das Sprachenlernen angenehmer und motivierender machen. Auf jeden Fall. Gemeinsames Lernen,
Teilen von Ressourcen und das Üben von Gesprächen mit Freunden kann den Lernprozess dynamischer und unterhaltsamer machen. Erwähnenswert ist auch, dass Freundschaften nicht nur auf den Sprachaustausch beschränkt sind. Sie basieren auf gegenseitigem Respekt und echten Verbindungen. Absolut. Es ist wichtig, Freundschaften mit Aufrichtigkeit und der Bereitschaft anzugehen, voneinander zu lernen. Und vergessen wir nicht, dass Freundschaften Mühe und Engagement erfordern. Sie erfordern, dass wir Zeit und Energie investieren, um diese Verbindungen zu pflegen. Das ist wahr. Regelmäßige Kommunikation und eine gute gemeinsame Zeit sind für die Pflege starker Freundschaften von entscheidender Bedeutung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es eine lohnende und bereichernde Erfahrung sein kann, Freundschaften aufzubauen und gleichzeitig eine neue Sprache zu lernen. Es öffnet Türen zu neuen Kulturen, Perspektiven und lebenslangen Verbindungen. Lektion 11: Transparenz im Justizsystem. Hey Anna, hast du dich jemals gefragt, warum Gerichtsverfahren in englischsprachigen Justizsystemen öffentlich abgehalten werden, wo andere Bürger den Prozess verfolgen können? Hallo John. Ja, das ist ein interessanter Aspekt des Justizsystems. Die Durchführung von Gerichtsverfahren in der Öffentlichkeit gewährleistet Transparenz und Rechenschaftspflicht. Absolut. Öffentliche Gerichtsverfahren ermöglichen es den Bürgern, dem Verfahren beizuwohnen und sorgen für eine faire Rechtspflege. Es dient auch als Kontrolle und Abwägung des Justizsystems, da die Öffentlichkeit das Verfahren beobachten und bewerten kann. Ja, öffentliche Kontrolle kann dazu beitragen, Machtmissbrauch oder Korruption innerhalb des Justizsystems zu verhindern. Darüber hinaus fördern offene Gerichtsverfahren das Vertrauen der Öffentlichkeit in das System, da die Menschen aus erster Hand sehen können, wie der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit Vertrauen in die Fairness und Integrität des Justizsystems hat. Öffentliche Gerichtsverfahren ermöglichen auch ein besseres Verständnis des Rechtsverfahrens und der Rechte der beteiligten Personen. Das ist wahr. Es hilft, die Öffentlichkeit über die Feinheiten des Gesetzes aufzuklären und darüber, wie es auf verschiedene Fälle angewendet wird. Darüber hinaus bieten öffentliche Gerichtsverfahren den Medien die Möglichkeit, über das Verfahren zu berichten und die Öffentlichkeit zu informieren. Die Berichterstattung in den Medien kann dazu beitragen, das Bewusstsein für Rechtsfragen zu schärfen und Diskussionen über Gerechtigkeit und gesellschaftliche Normen anzuregen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Transparenz und dem Schutz der Privatsphäre und der Rechte der Beteiligten zu finden. Ja, bestimmte vertrauliche Informationen müssen möglicherweise aus Datenschutzgründen oder aus Gründen der nationalen Sicherheit zurückgehalten oder redigiert werden. Absolut. Es sollten Schutzmaßnahmen getroffen werden, um ein faires Verfahren zu gewährleisten und gleichzeitig das Recht der Öffentlichkeit auf Information zu wahren. Öffentliche Gerichtsverfahren tragen auch zum Prinzip der offenen Justiz bei, das ein Eckpfeiler demokratischer Gesellschaften ist. Offene Justiz stellt sicher, dass das Justizsystem der Öffentlichkeit gegenüber rechenschaftspflichtig ist und transparent arbeitet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Praxis, Gerichtsverfahren in der Öffentlichkeit abzuhalten, eine entscheidende Rolle bei der Wahrung der Grundsätze der Transparenz und Rechenschaftspflicht in englischsprachigen Justizsystemen spielt. Lektion 12: Unbekannte Helden des Krieges. Hey Anna, hast du jemals von den unbekannten Helden gehört, die eine entscheidende Rolle bei der Beendigung eines Krieges gespielt haben? Hallo John. Absolut, es gibt oft Einzelpersonen, deren Beiträge unbemerkt bleiben, die aber maßgeblich zur Schaffung von Frieden beitragen.
Diese Helden haben durch ihre Handlungen und Opfer einen erheblichen Einfluss auf den Ausgang von Konflikten. Sie tragen vielleicht keine Umhänge und finden keine breite Anerkennung, aber ihre Bemühungen sind nicht weniger heldenhaft. Es ist bemerkenswert, wie normale Menschen sich der Situation stellen und unter außergewöhnlichen Umständen etwas bewirken können. Ihr Mut und ihre Widerstandsfähigkeit inspirieren uns und erinnern uns an die Kraft des menschlichen Geistes. Zu diesen unbekannten Helden können Diplomaten, Entwicklungshelfer, Freiwillige oder sogar normale Bürger gehören, die sich melden, um zu helfen. Sie arbeiten hinter den Kulissen, verhandeln Friedensabkommen, leisten humanitäre Hilfe und unterstützen die vom Krieg Betroffenen. Ihre Selbstlosigkeit und Hingabe ebnen oft den Weg für Versöhnung und Heilung. Es ist wichtig, ihre Beiträge anzuerkennen und die Opfer zu würdigen, die sie gebracht haben. Absolut. Ihre Geschichten müssen geteilt und gefeiert werden, um zukünftige Generationen zu inspirieren. Diese unbekannten Helden lehren uns den Wert von Mitgefühl, Empathie und dem Streben nach Frieden. Ihr Handeln erinnert uns daran, dass selbst in den dunkelsten Zeiten immer Hoffnung auf eine bessere Zukunft besteht. Sie zeigen, dass Einzelpersonen etwas bewirken können, egal wie schwierig die Umstände auch sein mögen. Ihr unerschütterliches Engagement für Gerechtigkeit und Menschlichkeit dient in Konfliktzeiten als Leuchtturm. Wir sollten uns bemühen, aus ihren Beispielen zu lernen und Wege zu finden, wie wir in unserem eigenen Leben zur Friedenskonsolidierung beitragen können. Erinnern wir uns immer an diese unbekannten Helden, die unsere Welt maßgeblich mitgestaltet haben, und ehren sie. Lektion 13: Reformation und politische Macht. Hey Anna, wusstest du, dass während der Reformation Beamte der Kirche Luther zum Ketzer erklärten, die lokalen deutschen Herrscher ihn aber nicht bestraften? Hallo John. Ja, es ist faszinierend, wie die Reformation die Autorität der Kirche in Frage stellte und politische Implikationen hatte. In der Tat. Der Konflikt zwischen religiösen und politischen Mächten prägte den Lauf der Geschichte. Die Kirchenvertreter betrachteten Luthers Ideen als Bedrohung ihrer Autorität und versuchten, seine Lehren zu unterdrücken. Einige deutsche Herrscher sahen jedoch eine Gelegenheit, ihre eigene Macht durchzusetzen und ihre Interessen zu schützen. Indem sie Luther nicht bestraften, gewannen diese Herrscher an Popularität und Unterstützung bei denen, die seine Ideen annahmen. Es war ein komplexes und empfindliches Gleichgewicht zwischen religiösen Überzeugungen und politischen Ambitionen. Die Reformation löste Debatten über Religionsfreiheit, individuelle Interpretation der Heiligen Schrift und die Rolle der Kirche in der Gesellschaft aus. Der Konflikt zwischen Kirche und Staat offenbarte die inhärenten Spannungen zwischen geistlicher und weltlicher Autorität. Die politische Landschaft der Zeit spielte eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung des Ergebnisses der Reformation. Die Unterstützung oder Opposition der Herrscher beeinflusste die Verbreitung und Akzeptanz protestantischer Ideen. Es ist interessant, wie historische Ereignisse oft von einer Kombination religiöser, sozialer und politischer Faktoren beeinflusst werden. Absolut. Die Reformation war nicht nur eine religiöse Bewegung, sondern auch ein Katalysator für politische Veränderungen. Die Folgen der Reformation veränderten die Landschaft Europas und bereiteten die Voraussetzungen für zukünftige Entwicklungen.
Es erinnert an die komplizierte Beziehung zwischen Religion und Politik im Laufe der Geschichte. Die Reformation wirkt sich weiterhin auf unsere Welt aus und prägt die Vielfalt und Dynamik religiöser und politischer Landschaften heute. In der Tat ist es ein Beweis für den anhaltenden Einfluss von Ideen und das komplexe Zusammenspiel von Macht. Lektion 14: Die Macht des Radios. Hallo Anna, hast du jemals bemerkt, wie wir durch Radiohören Musik genießen und über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden bleiben können? Hallo John. Absolut, das Radio ist ein fantastisches Medium, das sowohl Unterhaltung als auch Information bietet. Es ist unglaublich, wie ein einfaches Gerät die Welt in unser Zuhause bringen und uns mit verschiedenen Musikrichtungen verbinden kann. Auf jeden Fall. Mit Radio können wir verschiedene Musikstile erkunden, neue Künstler entdecken und eine Vielzahl von Musikerlebnissen genießen. Es ist eine großartige Möglichkeit, unseren musikalischen Horizont zu erweitern und die Vielfalt der Klänge und Rhythmen zu schätzen. Darüber hinaus informiert uns das Radio über aktuelle Ereignisse, sodass wir über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben können. Das Radio bietet eine bequeme Möglichkeit, auf Nachrichten zuzugreifen, auch wenn wir anderen Aktivitäten wie Kochen oder Autofahren nachgehen. Absolut. Es ist ein multitasking-freundliches Medium, das uns mit der Welt um uns herum in Verbindung hält. Faszinierend ist, dass sich das Radio mit der Technologie angepasst und weiterentwickelt hat und digitale Plattformen und Streamingdienste umfasst. Ja, heutzutage können wir Radiosender aus verschiedenen Teilen der Welt über Online-Streaming hören. Es ist, als hätte man ein globales Fenster zu Musik und Nachrichten, das geografische Grenzen überwindet. Exakt. Wir können internationale Sender hören und durch ihre Musik und Programme verschiedene Kulturen erkunden. Das Hören von Radiosendungen in verschiedenen Sprachen kann auch eine unterhaltsame Möglichkeit sein, unsere Sprachkenntnisse zu verbessern. Auf jeden Fall. Es setzt uns verschiedenen Akzenten, Vokabeln und kulturellen Nuancen aus und macht das Sprachenlernen dynamischer. Außerdem bieten Radiomoderatoren oft interessante Kommentare und Einblicke, was unser Hörerlebnis aufwertet. Absolut. Sie erzählen Geschichten, interviewen Gäste und bieten Perspektiven, die unser Verständnis verschiedener Themen bereichern. Denken Sie also beim nächsten Einschalten des Radios daran, dass es nicht nur um die Musik geht. Es ist auch ein Tor zur Welt. Lektion 15: Sportlichkeit und Training. Hey Anna, ist dir aufgefallen, dass manchmal die Entscheidungen eines Schiedsrichters auf dem Platz berühmter werden als die Spieler selbst? Hallo John. Absolut. Umstrittene Schiedsrichteranrufe rücken oft ins Rampenlicht und werden zum Gesprächsthema der Stadt. Es ist interessant, wie bestimmte Spieler für ihre Reaktionen auf diese Entscheidungen bekannt werden und ihre tatsächliche Leistung in den Hintergrund treten. In der Tat. Die Possen und Ausbrüche einiger Spieler neigen dazu, ihren Fähigkeiten und Talenten das Rampenlicht zu stehlen. Es erinnert daran, wie wichtig Sportlichkeit und Gelassenheit in Wettkampfsituationen sind. Absolut. Geschick und Technik sind zwar entscheidend, aber wie ein Spieler mit Herausforderungen und Rückschlägen umgeht, spricht Bände über seinen Charakter. Stimmt. Ein Spieler,
der unter Druck Anmut zeigt und Respekt vor dem Spiel und seinen Offiziellen bewahrt, verdient Bewunderung. Andererseits trüben Spieler, die sich unsportlich verhalten, ihren Ruf und den Geist des Fairplay. Es ist eine wertvolle Lektion für alle Athleten, unabhängig von ihrem Spielniveau. Sportlichkeit geht über den Platz oder das Spielfeld hinaus. Es geht darum, wie wir uns in allen Lebensbereichen verhalten. Auf jeden Fall. Die Werte, die wir durch Sport lernen, können auf unsere täglichen Interaktionen und Beziehungen angewendet werden. Vergessen wir außerdem nicht, wie wichtig Training und Vorbereitung für den sportlichen Erfolg sind. Absolut. Hinter jedem Ausnahmesportler stehen Stunden voller Hingabe, harter Arbeit und diszipliniertem Training. Training baut körperliche Stärke auf, verfeinert Fähigkeiten und verbessert die geistige Belastbarkeit. Es ist die Grundlage, die es Sportlern ermöglicht, ihre besten Leistungen zu erbringen und Herausforderungen bei Wettkämpfen zu meistern. Darüber hinaus vermittelt das Training Disziplin, Zeitmanagement und Fähigkeiten zur Zielsetzung, die auf verschiedene Lebensbereiche angewendet werden können. Da wir die Faszination des Sports zu schätzen wissen, sollten wir auch die Lektionen schätzen, die sie uns über Sportlichkeit, Belastbarkeit und Hingabe beibringen. Lektion 16: Fitnessziele. Hey Anna, wie oft trainierst du? Ich strebe mindestens 4-mal pro Woche an. Hallo John. Das ist beeindruckend. Ich versuche, eine ähnliche Trainingsroutine beizubehalten und strebe 4 bis 5 Trainingseinheiten pro Woche an. Regelmäßige Bewegung ist entscheidend für unser allgemeines Wohlbefinden. Es hilft uns, fit und voller Energie zu bleiben. Absolut. Bewegung verbessert nicht nur unsere körperliche Gesundheit, sondern wirkt sich auch positiv auf unser geistiges und emotionales Wohlbefinden aus. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie ein gutes Training unsere Stimmung verbessern und Stress reduzieren kann. Auf jeden Fall. Wenn wir Sport treiben, schüttet unser Körper Endorphine aus, die natürliche Stimmungsaufheller sind. Deshalb fühle ich mich nach einer guten Trainingseinheit immer positiver und motivierter. Bewegung verbessert auch unsere Kraft und Ausdauer, sodass wir bei täglichen Aktivitäten und beim Sport bessere Leistungen erbringen können. Absolut. Es verbessert unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit, stärkt unsere Muskeln und erhöht unsere Flexibilität. Außerdem kann regelmäßige Bewegung dazu beitragen, ein gesundes Gewicht zu halten und das Risiko verschiedener Erkrankungen zu verringern. Es ist wichtig, Aktivitäten zu finden, die uns Spaß machen, damit Sport zu etwas wird, auf das wir uns freuen. Das ist wahr. Ob Tanzen, Schwimmen, Radfahren oder Sport, der Schlüssel ist, etwas zu finden, das uns Freude bereitet. Abwechslung ist auch wichtig, um unser Training interessant zu gestalten und Langeweile vorzubeugen. Absolut. Das Mischen verschiedener Übungen und das Ausprobieren neuer Aktivitäten kann unsere Fitnessreise aufregend und herausfordernd gestalten. Und vergessen wir nicht, wie wichtig richtige Ernährung und Ruhe sind, um unsere Fitnessziele zu unterstützen. Lektion 17: Besorgungen machen. Hallo Anna, hast du irgendwelche Dokumente zum Einreichen? Ich kann sie für Sie zur Rezeption bringen. Hallo John. Das wäre toll.
Ich habe ein paar Formulare, die eingereicht werden müssen. Perfekt. Bringen Sie sie einfach zur Rezeption und ich sorge dafür, dass sie korrekt eingereicht werden. Ich danke dir vielmals. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Gar kein Problem. Es ist immer gut, einem Freund unter die Arme zu greifen. Du bist sehr nett. Ich sammle die Formulare und bringe sie sofort. Nehmen Sie sich Zeit. Ich bin hier, bereit, Ihnen zu helfen. Hier sind die Dokumente. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Person erreichen. Vermerkt. Ich sorge dafür, dass sie an die entsprechende Abteilung geliefert werden. Ich bin froh, dass ich dich als zuverlässigen Freund habe, auf den ich mich verlassen kann. Es ist mir ein Vergnügen. Freunde helfen sich gegenseitig, wann immer sie können. Weißt du, es ist schön, jemanden zu haben, auf den du zählen kannst, wenn du Hilfe brauchst. Absolut. Ein Unterstützungssystem macht die Aufgaben des Lebens überschaubarer. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir mit unseren Bemühungen nicht allein sind. Deshalb ist es wichtig, starke Beziehungen zu pflegen und füreinander da zu sein. In der Tat. Es geht darum, eine Gemeinschaft aufzubauen, in der wir uns aufeinander verlassen und uns gegenseitig unterstützen können. Wenn Sie also jemals Hilfe bei etwas anderem benötigen, zögern Sie nicht zu fragen. Ich danke dir. Daran werde ich mich erinnern. Und ich bin auch immer für dich da. Ich weiß das zu schätzen. Gemeinsam können wir alle Herausforderungen bewältigen, die sich uns stellen. Lektion 18: Frische Eier vom Bauernhof. Hey Anna, hast du gehört? Hier haben wir frische Eier vom Bauernhof. Sie sind köstlich. Hallo John. Das klingt fantastisch. Ich wollte schon immer welche probieren. Ich nehme 1 Dutzend, bitte. Absolut. Du wirst nicht enttäuscht sein. Diese Eier sind unglaublich lecker. Ich liebe es, lokale Landwirte zu unterstützen und die Frische ihrer Produkte zu genießen. Es ist toll zu wissen, wo unser Essen herkommt und es direkt von der Quelle genießen zu können. Auf jeden Fall. Frische Eier vom Bauernhof haben einen reichhaltigeren Geschmack und ein lebendigeres Eigelb als im Laden gekaufte Eier. Außerdem haben sie tendenziell mehr Nährstoffe, da die Hühner in einer natürlichen und gesunden Umgebung aufgezogen werden. Das ist definitiv ein Vorteil. Es ist wunderbar, Zugang zu so hochwertigen Zutaten zu haben. Es ist auch großartig, nachhaltige und ethische Anbaumethoden zu unterstützen, indem sie direkt von lokalen Farmen einkaufen. Absolut. Auf diese Weise tragen wir zur lokalen Wirtschaft bei und fördern ein gesünderes Ernährungssystem. Und vergessen wir nicht die Freude, ein frisches Ei vom Bauernhof aufzuschlagen und seine Frische in unserer Küche zu genießen. Ich kann mir schon vorstellen, mit diesen Eiern ein fluffiges Omelett oder eine Menge selbstgemachter Pfannkuchen zuzubereiten. Sie werden Ihre kulinarischen Kreationen auf jeden Fall auf das nächste Level heben. Viel Spaß beim Experimentieren mit Ihnen. Ich kann es kaum erwarten, in der Küche kreativ zu werden. Vielen Dank, dass Sie mich über diese Gelegenheit informiert haben. Es war mir ein Vergnügen. Es ist immer eine Freude,
gute kulinarische Entdeckungen mit Freunden zu teilen. Lektion 19. Widersprüchliche Loyalitäten lösen. Hallo Anna, warst du schon einmal mit einem Loyalitätskonflikt konfrontiert? Es kann schwierig sein, ihn zu lösen. Hallo. Ja, dieser Loyalitätskonflikt ist in unserer vernetzten Welt nur allzu groß geworden. Es ist wahr. Bei verschiedenen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten ist es manchmal schwierig, ein Gleichgewicht zu finden. Ich glaube nicht mehr, dass es möglich ist, diesen Konflikt aus einer Schwarz-Weiß-Perspektive zu lösen. Du hast recht. Oft erfordert es eine sorgfältige Abwägung und ein Verständnis der verschiedenen Faktoren, die eine Rolle spielen. Es ist wichtig, unseren Werten Priorität einzuräumen und die möglichen Auswirkungen unserer Entscheidungen abzuschätzen. Absolut. Wir müssen die Konsequenzen abwägen und herausfinden, welche Loyalität von größerer Bedeutung ist. Manchmal kann es hilfreich sein, sich von vertrauenswürdigen Freunden oder Mentoren beraten zu lassen, um andere Sichtweisen zu gewinnen. Ihre Erkenntnisse können für Klarheit sorgen und uns helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Loyalität nicht immer eine binäre Wahl sein muss. Das ist wahr. Wir können Wege finden, mehrere Loyalitäten zu respektieren, indem wir nach Kompromissen suchen oder Gemeinsamkeiten finden. Flexibilität und offene Kommunikation können eine wichtige Rolle bei der Lösung widersprüchlicher Loyalitäten spielen. Es ist wichtig, ehrliche Gespräche mit den Beteiligten zu führen und unsere Bedenken offen zu äußern. Indem wir Verständnis und Empathie fördern, können wir auf eine Lösung hinarbeiten, die alle Beteiligten zufriedenstellt. Und manchmal erfordert es, schwierige Entscheidungen zu treffen und zu akzeptieren, dass nicht jeder zufrieden sein wird. Das ist eine schwierige Realität, die es zu bewältigen gilt, aber sie ist notwendig für unser eigenes Wachstum und Wohlbefinden. Letztlich ist die Lösung widersprüchlicher Loyalitäten eine persönliche Reise, die Selbstreflexion und Selbstbeobachtung erfordert. Es ist ein fortlaufender Prozess, der sich weiterentwickelt, wenn wir uns durch verschiedene Lebenssituationen bewegen. Lassen Sie uns also die Komplexität annehmen und danach streben, Entscheidungen zu treffen, die unseren Werten entsprechen und uns der Harmonie näher bringen. Lektion 20. Verbesserungen vornehmen. Hallo Anna, ich habe über Verbesserungsmöglichkeiten nachgedacht. Irgendwelche Ideen? Hallo. Absolut. Ich habe ein paar Vorschläge, die unsere aktuellen Prozesse verbessern könnten. Das ist toll zu hören. Lassen Sie uns darüber sprechen und sehen, wie sie in unsere Zukunftspläne passen. Eine Idee ist die Implementierung eines digitalen Tracking-Systems, um die Effizienz zu verbessern und Fehler zu reduzieren. Das klingt vielversprechend. Es würde unseren Arbeitsablauf rationalisieren und genaue Daten in Echtzeit liefern. Darüber hinaus könnten wir den Mitarbeitern Schulungen anbieten, um ihre Fähigkeiten und Produktivität zu verbessern. Ausgezeichneter Vorschlag. Investitionen in die Entwicklung unseres Teams werden langfristige Vorteile bringen. Eine weitere Verbesserung könnte die Optimierung unserer Kommunikationskanäle sein, um eine effektive Zusammenarbeit zu gewährleisten. Ich stimme zu. Eine klare und effiziente Kommunikation ist entscheidend für einen reibungslosen Ablauf und die Vermeidung von Missverständnissen. Darüber hinaus könnten wir ein Feedback-System einrichten,
in dem Mitarbeiter ihre Erkenntnisse und Ideen teilen können. Das ist ein wichtiger Punkt. Das Feedback der Mitarbeiter ist von unschätzbarem Wert, um Verbesserungsbereiche zu identifizieren. Absolut. Durch die Förderung einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung können wir der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein. Ich freue mich, dass du diese Ideen angesprochen hast. Sie zeigen einen proaktiven Ansatz, um positive Veränderungen vorzunehmen. Ich danke dir. Ich glaube, dass wir größere Erfolge erzielen können, wenn wir Änderungen vornehmen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns diese Verbesserungen umsetzen und offen für weitere Vorschläge sein. Klingt nach einem Plan. Gemeinsam können wir ein effizienteres und erfolgreicheres Arbeitsumfeld schaffen. In der Tat. Unser Engagement für Verbesserungen wird uns zu Spitzenleistungen antreiben. Lektion 21: Bemerkenswerte Entdeckungen. Hey Anna, wusstest du, dass Menschen in vielen Teilen der Welt bis zum frühen 20. Jahrhundert keinen Zugang zu Elektrizität hatten? Hallo. Ja, es ist ziemlich bemerkenswert, wie sehr sich unser Leben mit dem Aufkommen der Elektrizität verändert hat. Unbedingt. Stellen Sie sich vor, Sie haben nicht die Möglichkeit, einen Lichtschalter einzuschalten, wenn wir Licht benötigen. Es ist schwer vorstellbar. Elektrizität hat nicht nur die Beleuchtung, sondern auch die Kommunikation und den Transport revolutioniert. Das ist wahr. Wir halten die Auswirkungen, die dies auf unser tägliches Leben hatte, oft für selbstverständlich. Es ist faszinierend, an die Pioniere und Wissenschaftler zu denken, die bahnbrechende Entdeckungen im Bereich Elektrizität gemacht haben. Ja, Persönlichkeiten wie Thomas Edison und Nikola Tesla spielten eine wichtige Rolle bei der Nutzung seiner Macht. Ihre Erfindungen und Innovationen ebneten den Weg für die moderne Welt, in der wir heute leben. Es ist unglaublich, wie eine einzige Entdeckung so weitreichende Auswirkungen auf die Gesellschaft haben kann. Absolut. Elektrizität ist zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Infrastruktur geworden und versorgt Haushalte und Industrien mit Strom. Und es entwickelt sich weiter, wobei erneuerbare Energiequellen wie Sonne und Wind immer häufiger vorkommen. Das ist wahr. Wir suchen derzeit nach nachhaltigen Wegen, um Elektrizität zu nutzen und unsere Umweltbelastung zu reduzieren. Es ist aufregend zu sehen, wie sich die Technologie weiterentwickelt und unsere Zukunft gestaltet.